Der neue Gralsbringer von VW ist da, zumindest wenn man den Kollegen Glauben schenken darf. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute habe ich wieder die dringendsten Fragen von ein paar Kollegen beantwortet. Dazu schauen wir uns die Weltpremiere vom ID. Cross an und ich habe 3 Autonews für euch vorbereitet. Ein verspätetes Dankeschön geht an Wilfried. Der hat mir schon vor ein paar Tagen ein kleines Geldgeschenk per PayPal zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Mich haben wieder zahlreiche verzweifelte Hilferufe meiner Auto-YouTuber-Kollegen erreicht. Ich helfe, wo ich kann, sehr gerne. Dennis möchte wissen, für wen das Facelift vom Exceed gebaut wurde. Na Dennis, wie jedes kompakte SUV ohne Nutzwert, aber mit erhöhter Sitzposition aus Fernost. Für den Deutschen Mitte, Ende 50, der keinen Kofferraum mehr braucht, aber gerne etwas höher einsteigt und von den deutschen Herstellern in der Vergangenheit enttäuscht wurde. Das Auto scheint wirklich Fragen aufzuwerfen. Fabian fragt, mag den nicht jeder? Nein, Fabian, den mag nicht jeder, denn sonst würde er bei den Zulassungszahlen das Segment anführen. Aber genau das macht doch den Reiz aus, dass jeder ein Fahrzeug finden kann, das seinen Ansprüchen und seinem Geschmack gerecht wird. Thomas möchte wissen, ob das Facelift vom Nissan X-Trail spannender ist, als man denkt. Beim Blick auf die Reichweite deines Videos scheint er zumindest deutlich spannender zu sein, als ich es für möglich gehalten hätte. Ein Blick auf die Zulassungszahlen zeigt den Nissan gleich auf mit dem Toyota RAV4, aber deutlich hinter dem Mazda CX-60. Und ich dachte, ich sehe beim Pendeln zur Arbeit immer den gleichen X-Trail. Leslie fragt, ob der ID. Cross ein echter VW ist. Das ist in der Tat eine vertrackte Frage. Gebaut wird der deutsche Volkswagen im nordspanischen Pamplona. Eines unserer deutschen Werke wird also nicht retten. Aber wer will schon so kleinlich sein? Denn sonst wären ja nur noch 7 Modelle der Wolfsburger echte VW. 7 von 19. Alexander braucht Unterstützung bei der Frage, ob früher nicht alles besser war. Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Früher hätte man dir als Fernsehjournalisten einen Fotografen mitgegeben, der ein vernünftiges Foto von dir macht. Oder man hätte das Bild einfach nochmal in die Retusche gegeben. Heute wird halt überall gespart. Marc hat gleich 2 Fragen. Technisch noch gut und ist das Premium? Er bezieht sich auf das Facelift vom Audi Q4 e-tron. Mensch Marc, in einem Audi hast du doch immer den Vorsprung durch Technik. Und selbstverständlich ist ein Audi immer Premium. Das zeigt sich doch am Preis. Für den gleichen Preis bekommst du einen Xpeng G6 Long Range. Du hast einen größeren Akku, der schneller lädt. Aber wer will sich denn schon beim Urinieren beeilen, oder? Beim Xpeng lässt sich schließlich nur noch die Anhängerkupplung dazu konfigurieren. Beim Audi kannst du wenigstens dein Auto noch mit zahlreichen Paketen um mehrere tausend Euro aufwerten. Übrigens lobenswert, dass du deine ehrliche Meinung in dem Video preisgibst. Wie ist das eigentlich bei den Clips, die diesen Zusatz nicht tragen? Hü oder Hot, möchte Chris wissen. Der Jeep Avenger ist meines Erachtens weder Hü noch Hot, sondern eher Oldschool. Der alte Stellantis-Baukasten wirkt so überholt, da hilft es auch nicht, dass sie in meinen Augen einen sehr schönen Jeep mit Frontantrieb gezeichnet haben. Ohne eine deutliche Aufwertung des Antriebsstrangs ist das meines Erachtens Perlen vor die Säue. Tarek ist ganz in Gedanken versunken. Die Frage kam fast geflüstert. Reicht das für VW? Gemeint ist der ID. Cross. Na sicher, Tarek. VW hätte den ID. Cross auch aus ein paar Spanplatten zusammennageln können und dennoch wäre der deutsche Michel entzückt gewesen. Dafür, dass die deutschen Lemminge ungeachtet eurer detaillierten Reviews immer noch VW kaufen, wie die Leute im Osten damals den Trabant, haben sich die Wolfsburger mit dem hochgebockten ID. Polo ja sogar ansatzweise richtig Mühe gegeben. Und wenn du das alles berücksichtigst, ist es wohl kaum die letzte Chance für Volkswagen. Und einen habe ich noch. Sowas baut Toyota? Und da heißt es immer, es gäbe keine dummen Fragen. Toyota blickt nicht nur auf eine stattliche Sportwagenhistorie zurück. Ich meine, hallo McFly, man muss doch nur Supra sagen. Aber Toyota ist auch eine Marke, die im Rennsport richtig regelt. In der 4 Langstrecken-Weltmeisterschaft, der WEC, sind sie in der Hypercar-Herstellerwertung regelmäßig ganz vorn dabei. Oft ganz oben auf dem Treppchen. Und in der Rallye-Weltmeisterschaft der WRC haben sie in den letzten 5 Jahren in Folge gewonnen und gehören dort hinter Lancia zu den erfolgreichsten Herstellern überhaupt.
Natürlich können die gute Sportwagen bauen. Volkswagen hat seinen neuen Gehaltsbringer, den VW ID Cross, nun offiziell vorgestellt. So ganz neu ist der Wagen aber nicht, denn schon das Konzept war sehr seriennah und außerdem konnten erste Medien das Auto bereits fahren. Das heißt, eine Fahrveranstaltung kann man sich eigentlich schenken, da die Spreizung zwischen den Vorserienmodellen, die Journalisten fahren dürfen, und den Serienmodellen eher dürftig ist. Mit dem ID Cross spendieren die Wolfsburger ihrem City-SUV T-Cross ein elektrisches Pendant, das natürlich auf der gleichen Plattform steht wie der neue ID Polo. Der T-Cross gehört immerhin zu den Top 3 SUVs von VW, hat allerdings schon konzernintern ordentlich Wettbewerb. Und mit dem Taygo auch noch eine Coupé-Variante. Die Mitbewerber des Segments bieten ja schon ein Weilchen elektrifizierte Varianten an. Und in dieser Tabelle sieht man das sehr schön, dass auch schon ordentliche Stückzahlen abgesetzt wurden. Allerdings krankt der Stellantis Antriebsstrang, hatten wir eben schon, heute an Ladegeschwindigkeit und Effizienz. Die Chance, das mit dem Facelift zu beheben, hat man ausgelassen. Für mich ein Indiz, dass wir in Europa zu sehr an alten Mustern festhalten. Gerade wenn man sich den Abschwung des Opel Moccas ansieht. Andererseits hat Kia gerade den EV2 vorgestellt, der sehr effizient fährt, etwas schneller lädt und größere Akkus an Bord hat. Und auch der Renault R4 E-Tech wird im ersten vollen Verkaufsjahr den einen oder anderen überzeugen, nicht zuletzt durch den großen und einfach zu beladenen Kofferraum. Den bringt auch schon das Konzern-Schwestermodell Skoda Epic mit und der ist ja auch schon ein Weilchen bestellbar. Die Tschechen stellen zudem mit dem Elroq den elektrischen Bestseller für das erste Halbjahr 2026. Ein Selbstläufer wird der ID Cross also nicht, zumal die Chinesen auch immer mehr Produkte in den deutschen Markt drücken. Verständlich, dass VW bei den Einladungen zur Vorstellung des Neuen nicht knauserig war und quasi alle eingeladen hat, die auch nur ansatzweise YouTube schreiben können. Der Studiotermin lag im April, sodass die Kollegen auf die neuen Sparpläne von VW nicht eingehen konnten. 22 Videos aus dem deutschsprachigen Raum habe ich gefunden und euch ein paar Stimmen zusammengeschnitten. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. Wir sind in Hamburg Ja. und wir haben was ganz Besonderes. Premiere, da steht er, der VW ID Cross. Und so viel vorneweg, 2027 hat aus meiner Sicht dieses Auto das Zeug zum Bestseller zu werden, und zwar zu Deutschlands meistverkauften E-Auto. Bei diesem Auto wird so viel richtig gemacht, dass ich vorhersage, das ist ein Gewinnertyp. Wir haben hier so große Radläufe, die einmal komplett um das Rad gehen. Das ist hier wirklich das erste kleine Elektroauto, wo ich als großer Mensch wirklich richtig gut drin sitze. So will ich jetzt einfach nur sagen, es ist weiß. Wenn ich jetzt so drauf gucke, sehe ich, das ist definitiv beleuchtet. Das heißt, ich sehe es vor allem im Dunkeln. Im Moment würde ich es eher als störend empfinden. Und die Frage, wie gesagt, warum? Die Laderaumhöhe, die liegt bei 73 cm hier beim ID Cross und ist damit, obwohl das Auto ja höher ist, 6 cm niedriger als beim ID Polo. 3 passen nebeneinander und hier passt ein 4. oben drauf. Das sollte gar kein Problem sein. Insofern wären es eigentlich 5, wenn man sich gegen den Subwoofer entscheidet. Leistungstechnisch ist es das gleiche Setup wie beim Polo, 115, 135 oder 211 PS. Das Ding ist aber bei den Motoren, dass die kleineren Versionen schon bei 150 km/h abgeregelt sind. Nur die Top-Variante schafft es auf 160 km/h, ist aber teilweise auf deutschen Autobahnen etwas wenig. Für den SUV-Design-Look des ID Polos muss man 3.000 € drauf zahlen. VW hat es verstanden und darauf bin ich echt stolz, dass eine deutsche Firma gesagt hat, hey nein, wir sind nicht too big to fail, wir müssen da was machen, und das haben sie auch gemacht. Ich will dir mal eine Sache zeigen, die das Auto voll gut beschreibt. Mach mal die Tür auf, mach sie wieder zu, mach sie wieder auf. Ist das nicht cool? Das Ding ist irgendwie durchdacht, neutral, dezent, hat überall so kleine Zwinkerelemente, die dann so sagen, ich bin dein Freund. VW nennt den ID Cross einen erschwinglichen Einsteiger ins SUV-Segment. 36.525 € verlangt VW aktuell zum Marktstart in der zweithöchsten Ausstattungslinie Live als Basispreis. Darin enthalten ist dann schon die große Batterie mit 52 Kilowattstunden und eine Reichweite nach WLTP von 427 Kilometern.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beträgt das durchschnittliche monatliche Haushaltsnettoeinkommen privater Haushalte in Deutschland im Jahr 2023 4.282 Euro. Damit ist ein ID. Cross also mindestens 9 Monats Nettogehälter wert. So viel also zum erschwinglichen elektrischen Kleinwagen. Den Kia EV2 bekommt man für fast 1.000 Euro weniger in der mittleren Ausstattungslinie Örs mit dem 61 Kilowattstunden Akku. Ein Selbstläufer, das sagte ich schon, wird der ID. Cross meines Erachtens wirklich nicht. Wohl aber kann er mit einem wirklich großen Kofferraum von 475 Litern und einem Fang punkten. Positiv ist außerdem, dass Vehikel to load verfügbar ist. Schade hingegen, dass es keine 22 kW AC-Ladeoption gibt, die ich gerade bei einem kleinen Wagen wirklich sinnvoll finde. Ich freue mich schon auf die ersten Verbrauchstests mit dem ID. Cross. Da wird sich zeigen, ob er nur als praktischer Stadtwagen dienen kann oder ein vollwertiges Auto ist, mit dem man auch mal von Wolfsburg nach München fährt, ohne einen Lademarathon. Ich habe mal nach Leasingangeboten für den Škoda Epiq geschaut und versucht, ein Fahrzeug zu finden, das nicht in der Basisausstattungslinie angeboten wird. Natürlich bei meinem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing. Ich stelle mal das Angebot hier auf 36 Monate und 20.000 Kilometer im Jahr und komme auf eine Leasingrate von 327 Euro für den elektrischen Kleinwagen. Dann habe ich mir überlegt, jetzt schaue ich mal, was der VW ID. Cross kostet. Den gibt es nämlich auch schon. Einmal kurz runterscrollen. Hier sehe ich ein Angebot ab 329 Euro. Das stelle ich ebenfalls auf 36 Monate und 20.000 Kilometer pro Jahr und komme auf eine Rate von 400 Euro. Das ist im Übrigen die Live-Ausstattung. Und wenn man gar nichts findet, ich nutze bei den Deals jetzt immer ganz fleißig die Filter, weil ich dann nicht so lange suchen muss. Ich habe also Privat und Elektro ausgewählt. Dann seht ihr die Leasingangebot für Elektrofahrzeuge aus dem Deals-Bereich. Unter anderem den Leapmotor B03X, der ja auch so ein bisschen gegen den ID. Cross antritt. Bei 36 Monaten und 20.000 Kilometern pro Jahr liegt der auch bei knapp 300 Euro Leasingrate. Wenn euch das Angebot gefällt, klickt einfach auf Anfragen, hinterlegt eure Kontaktdaten und dann bekommt ihr kostenlos und unverbindlich ein konkretes Angebot des Händlers zugeschickt. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. BYD geht in die Sommeroffensive und dampft die Preise einiger Modelle zum Teil richtig heftig, möchte man denken. Beim jüngst erst vorgestellten Kleinwagen PHEV Dolphin G DM-i fällt der Verkaufspreis von 29.000 auf 16.000 Euro. Der Seal kostet statt 48.000 nur noch 32.000. Der Sparfuchs mag sich freuen. Ich finde solche starken Rabatte irrsinnig. Ich speichere für mich dann ab, dass man einen BYD niemals zum vollen Preis kaufen sollte, denn der nächste Bonus kommt bestimmt. Dazu kommt dann noch im Kleingedruckten, dass die Preise unter Berücksichtigung der Boni von BYD inklusive der maximalen staatlichen Förderung zu verstehen sind. Also kann der Besserverdiener schon mal 6.000 Euro vom Rabatt abziehen. Auch die Überschrift der Pressemitteilung Neuer Dolphin G DM-i bereits ab 89 Euro monatlich erhältlich, ist leicht missverständlich. Gemeint ist die Finanzierungsrate. Selbst mit vollem Bonus zahlst du deinen chinesischen Kleinwagen dann 177 Monate oder auch 15 Jahre ab. Ich habe ja keine Ahnung von nichts, schon gar nicht vom Marketing, aber vertrauensbildend wirkt diese ganze Aktion auf mich nicht. Bosch, Toyota und BMW haben jeweils eine hübsche Pressemitteilung verbreitet, in der sie auf einen Feldtest mit dem regenerativen Benzin Nexa 95 von Repsol verweisen, an dem sie beteiligt sind. Da freut sich unser Kanzler und der Jan staunt. Nach kurzer Recherche findet sich ein Artikel dazu bei ingenieur.de, einer Publikation des VDI-Verlags, quasi der Postille des Vereins Deutscher Ingenieure. Da lese ich, eine detaillierte, öffentlich zugängliche Ökobilanz für den im Projekt genutzten Kraftstoff fehlt bisher. Weder der genaue Rohstoffmix noch der Energiebedarf bei der Herstellung sind bekannt. Und
Auch die Kernprobleme der E-Fuels, die begrenzte Verfügbarkeit im großen Stil, die hohen Herstellungskosten und die Frage, ob diese kostbaren Kraftstoffe nicht dringender in der Luft- und Schifffahrt gebraucht werden, kann dieses Projekt nicht lösen. Im Westen also nichts Neues. Und eine etwas ältere Geschichte habe ich auch noch. Fiat hat vor ein paar Tagen den Grizzly vorgestellt. Verpennt habe ich die Geschichte, weil ich beim ersten Überfliegen gedanklich das Auto als Jeep verortet hatte. So rein vom Namen. Die Transferleistung, dass ein Grande Panda ja auch ein Bär ist, kam bei mir nicht durch. Das Auto steht quasi auf der gleichen Plattform wie der Opel Frontera oder der Citroën C3 Aircross. Und da hatte ich dann meinen nächsten Aussetzer. Sie haben doch schon den Grande Panda. Ich habe es jetzt aber verstanden. Die bringen einfach 2 SUVs auf der Plattform, weil man in Italien sonst nicht so viel zu lachen hat. Während der Grande Panda nur innenstadtfreundliche 4 Meter lang ist, soll der Grizzly einen halben Meter länger werden. Zudem wird auch eine SUV-Coupé-Version angeboten. Offiziell soll der neue Bär später im Jahr 2026 präsentiert werden. Ein tolles Beispiel auch für die nervige Häppchenpolitik. Erst die Ankündigung und erste Schattenrisse beim Stellantis Investor Day im Mai 2026 in den USA, jetzt die ersten Fotos bzw. die Enthüllung, dann irgendwann die Weltpremiere. Bis er auf den Markt kommt, wirkt er gefühlt schon wieder alt. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes, wie versprochen. Naja, heute eher etwas wie so ein Ragebait. Nico Pliquet hat mir meine Idee geklaut. Also zumindest hatte ich auch schon mal mir Gedanken gemacht, dass es doch ziemlich lässig wäre, Reviews von Ultraleichtflugzeugen zu drehen. Der kleine Haken an der Sache: ich habe gar keinen Flugschein. Nico schon. Ich bin neidisch. Passend zu seinem Kanalthema Elektromobilität zeigt er in seinem Video mit der Pipistrel Velis ein elektrisches Ultraleichtflugzeug. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video was Besonderes, denn ihr seht schon hinter mir, da steht ein Gefährt mit nur 3 Rädern und nicht 4 und das Ding hat auch noch Flügel. Ich hatte hier schon mal auf dem Kanal ein kurzes Video gemacht zu einer C42 und jetzt habe ich passend zu diesem Kanal aber ein Flugzeug, was mit Strom fliegt. Schaut euch das Video auf keinen Fall an, sonst macht ihr nachher noch mehr davon. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführende Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.